Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll sich alles um ein paar aktuelle Skincare- sowie Make-up-Favoriten drehen. Ich würde zunächst einmal mit den offensichtlichen Favoriten loslegen, und zwar Tonern. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Toner-Fan und praktiziere sehr, sehr gerne das Toner-Layering. Falls ihr euch für diese Skincare-Technik interessieren solltet, ich verlinke euch mein entsprechendes Video dazu hier oben und natürlich auch unten nochmal in der Infobox. Und ich habe aktuell einfach ein paar Toner, die ich sehr, sehr gerne benutze. Im ersten Schritt ist es aber immer so, dass ich mein eigenes Gesichtswasser mit 4% Niacinamid, 2% Panthenol und 2% Ectoin benutze. Das heißt, ich trage das wirklich immer unter meinen anderen Produkten auf, weil meine Haut Niacinamid sehr, sehr gerne mag und allgemein das Gesichtswasser und ich es wirklich, wirklich gut finde, wenn ich das Produkt direkt auf meine Haut drauf sprühen kann. Und dann folgen darüber, je nachdem, was ich möchte, diese Toner hier. Und zwar habe ich ja einmal den Phyto Plump Collagen Toner von Mizone. Der enthält einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe und ist super, super angenehm auf der Haut. Er hat noch ein bisschen Konsistenz, das heißt, er ist nicht komplett wässrig bzw. super flüssig, sondern lässt sich immer noch richtig, richtig gut mit den Händen einarbeiten. Und das ist für mich persönlich auch einfach jedes Mal ein Wellness-Moment, wenn ich mein Toner-Layering mit den Händen machen kann, weil man dann einfach nochmal gut mit seiner Haut in Kontakt kommt und diese Zeit für sich selbst nehmen kann. Ich versuche euch auch nochmal ganz kurz hier die Konsistenz zu zeigen. Also klar, der rinnt sofort runter, aber wenn man anfängt, den einzureiben, dann merkt man, dass er sich nicht komplett wässrig anfühlt und dadurch lässt er sich einfach, wie gesagt, wunderbar in die Haut einarbeiten. Und darüber benutze ich dann meistens diesen Toner hier, und zwar ist das der Bonjour Green Tea Water Bomb Toner und das ist meine Alternative für den Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus, den ich ja auch echt gerne habe, aber bei dem hier gefällt mir, dass er nicht so klebrig ist im Vergleich zu dem Toner von Isntree. Nichtsdestotrotz enthält er dennoch verschiedene Formen des Hyalurons und das mag ich an dem auch richtig, richtig gerne. Meine Haut feiert einfach verschiedene Formen des Hyalurons und ich merke auch, dass sie dadurch wunderbar durchfeuchtet ist. Und dementsprechend ist das für mich eine gute Alternative zu dem Isntree Toner, zumal der Bonjour Toner auch so ein bisschen Konsistenz hat. Also definitiv mehr Konsistenz im Vergleich zu dem Phyto Plump Collagen Toner und dementsprechend ist das für mich persönlich ein richtig, richtig guter Abschluss fürs Toner Layering. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haut noch einen leichten Pflegekick benötigt, dann verwende ich am liebsten diesen Toner von The Lab. Also der kommt auch mit so einem Sprühkopf daher, der wunderbar fein und sehr, sehr angenehm ist. Hier sind auch einige barrierestärkende Inhaltsstoffe enthalten und das Produkt fühlt sich so einen Ticken pflegender an im Vergleich zu den anderen Tonern, die ich euch gezeigt habe. Das heißt, den verwende ich zum Beispiel am allerliebsten abends, vor allem im Sommer. Ich muss auch dazu sagen, dass ich im Sommer nicht so regelmäßig auf Cremes zurückgreife, dann doch eher abends. Aber ich stelle einfach auch meine komplette Routine um, weil es warm ist, die Luftfeuchtigkeit ist höher und ich das einfach nicht mag, wenn so ein krasser Cremefilm auf meiner Haut drauf ist. Dementsprechend kann ich euch das Toner Layering sehr ans Herz legen, falls ihr auch so eure Probleme mit schweren Moisturizern oder Moisturizern allgemein habt. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox und auch meinen Rabattcode für YesStyle. Das heißt, falls ihr dort bestellen solltet und meinen Code benutzt, dann bekommt ihr noch ein bisschen Rabatt on top und ich erhalte eine kleine Provision. Ihr müsst meinen Rabattcode selbstverständlich nicht verwenden, aber ich freue mich natürlich dennoch immer riesig darüber, wenn ihr es doch tut. Was Sonnencreme angeht, hat sich an meinen Favoriten nicht sonderlich viel verändert. Ich benutze
benutze nach wie vor das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel am allerliebsten als Alltagssonnencreme. Das hier ist übrigens noch die veraltete Verpackung. Die haben das Verpackungsdesign mittlerweile geändert. Eine neue Sonnencreme, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, ist die Sundance Kids Sonnenmilch mit SPF 50. Die habe ich euch ja auch in meinem Drogerie-Sonnencreme-Guide gezeigt. Ich verlinke euch den Guide unten in der Infobox. Dann könnt ihr dort sehr gerne mal vorbeischauen. Und bei dieser Sonnencreme ist einfach der Vorteil, dass das 1:1 die gleiche Formulierung ist wie bei den Sun-Ozon Sonnencremes in den kleinen Tuben. Nur, dass ihr hier mehr Füllmenge bekommt und das zu einem günstigeren Preis. Sprich, die kann ich wunderbar im Gesicht verwenden, aber auch an allen anderen offenen Stellen, die mit der UV-Strahlung in Kontakt kommen, also die ich nicht bedecken kann. Und dafür mag ich diese Sonnencreme-Formulierung wahnsinnig gerne, vor allem für Outdoor-Aktivitäten. Ihr fragt mich auch wahnsinnig oft, wie man Sonnencreme am besten wieder runterbekommt, vor allem wenn diese wasserfest ist und einen spürbaren Film auf der Haut hinterlässt. Und da kann ich euch definitiv Ölcleanser ans Herz legen, sei es Reinigungsöl aus der Drogerie, da gibt es ja zum Beispiel eins von Balea und auch eins von Isana, oder einen Cleansing Balm, den ihr gerne verwendet. Ich persönlich greife am allerliebsten auf mein eigenes Reinigungsgelee zurück, also das ist auch auf Ölbasis und enthält Emulgatoren, damit es sich wieder mit Wasser runterspülen lässt. Ich mag hier die Konsistenz, ich vertrage es wunderbar, es ist sehr ergiebig und es ist auch richtig gut auf Reisen, weil es einfach nicht ausläuft. Das ist etwas, was mich bei Reinigungsölen ein bisschen stört. Sobald man die angebrochen hat, fangen die halt an, überall rumzuölen und alles einzusauen und dementsprechend greife ich wirklich am liebsten auf mein Reinigungsgelee zurück. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich das Balea Cream to Oil Peeling so mögen würde, aber als Maske ist es einfach großartig. Hier steht zwar drauf, dass man es über Nacht auf der Haut drauf lassen soll, aber wenn ihr eine super empfindliche Haut habt, dann kann ich euch definitiv empfehlen, dieses Produkt als Rinse-Off-Maske auszuprobieren. Das heißt, nach 15 Minuten dieses Cream to Oil Peeling wieder vom Gesicht runter zu spülen. Für mich persönlich funktioniert das wunderbar. Die Haut ist danach schön weich und fühlt sich auch nicht zu trocken an und dementsprechend ist das für mich ein Peeling, das ich selbst mit meiner super empfindlichen Haut 1- bis 2-mal die Woche verwenden kann. Natürlich solltet ihr unabhängig davon, was für ein Peeling ihr nutzt, dann regelmäßig auf UV-Schutz in Form von Sonnencreme zurückgreifen. Kommen wir zu Make-up und eine Produktkategorie, die in diesem Video absolut nicht fehlen darf, sind Lip-Tints bzw. Lip-Stains. Ich habe bereits im letzten Jahr eine gewisse Vorliebe für diese Produktkategorie entwickelt, weil ich mir das allererste Mal diesen Dew Lip Tint von Muse bestellt habe und danach konnte ich einfach nicht mehr aufhören, weil ich so begeistert von dieser Formulierung bin und allgemein von dem Tragekomfort. Ich muss aber dazu sagen, dass alle diese Lip Tints parfümiert sind und einen deklarationspflichtigen Duftstoff enthalten, auf den ich Gott sei Dank nicht allergisch reagiere, also zumindest noch nicht. Aber falls ihr Probleme damit haben solltet, dann würde ich euch definitiv empfehlen, nochmal über die Inhaltsstoffe zu schauen. Ich persönlich komme gut damit zurecht und finde einfach den Tragekomfort dieser Lip Tints richtig toll. Dagegen losen meine High-End Lip Tints bzw. Lip Stains total ab. Ich habe ja einen von Dior geschenkt bekommen, dann hatte ich auch einen von Givenchy und die sind ja sauteuer, aber im Vergleich zu denen von Muse waren die längst nicht so gut. Und dementsprechend habe ich mir von den Muse Dew Lip Tints noch ein paar mehr Farben bestellt und bin sehr zufrieden mit diesen Produkten, weil die auch so einen leichten Glanz auf den Lippen erzeugen. Die haben einfach nicht diese krass glossig dicke Konsistenz, sondern sind relativ dünn, aber erzeugen dennoch so einen dezenten Glow auf den Lippen, den ich wunderschön finde. Der Stain ist allerdings sehr dezent, das heißt, wenn ihr richtig krass viel Farbe haben möchtet, dann bekommt ihr das hier definitiv nicht, aber dafür einen großartigen Tragekomfort.
Einen Liptint aus der Drogerie, den ich definitiv weiterempfehlen kann, ist der Essence Tinted Kiss Hydrating Lip Tint. Der ist zwar ein bisschen moussiger im Vergleich zu den von Amuse, aber nichtsdestotrotz ist der Tragekomfort richtig, richtig gut. Ich finde den nicht zu matt, nicht zu trocken. Und diese Farbe, das ist übrigens Coral Colada, ist so eine My Lips But Better Farbe, aber ohne zu starke Deckkraft. Das heißt, meine Lippenhaut scheint immer noch durch, wodurch es einfach sehr natürlich aussieht und einfach nicht wie so eine Wand, also als hätte ich jetzt einen Liquid Lipstick oder sowas aufgetragen. Und die Haltbarkeit ist richtig gut. Ich kann einen Gloss darüber auftragen, ich kann meinen Lippenpflegestift darüber auftragen, ohne dass das irgendwo abfärbt. Und dementsprechend ist das für mich persönlich, ja, wie so ein Tinted Moisturizer für meine Lippen. Apropos Tinted Moisturizer, momentan verwende ich den Maracuja Tinted Hydrator von Tarte richtig, richtig gerne. Das ist mein Foundation-Ersatz, weil ich im Sommer einfach nicht so gerne auf Foundation zurückgreife. Da nutze ich einfach am liebsten so einen Tinted Moisturizer und mache hier und dort noch ein bisschen Spot Concealing. Das funktioniert für mich persönlich einfach richtig, richtig gut und ich mag das Aussehen und das Finish. Und dieser Tinted Moisturizer ist auch wirklich mal ein Tinted Moisturizer. Das heißt, er ist nicht zudeckend, sondern hat eher eine leichte Deckkraft und gleicht nur so ein bisschen den Ton aus, was ich jetzt aktuell im Sommer richtig, richtig gerne mag. Ihr könnt mir ja auch gern unten in die Kommentare schreiben, welchen Tinted Moisturizer ihr am liebsten verwendet. Das ist einfach der einzige, den ich finden konnte, der ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung auskommt und der von der Farbe halbwegs zu meiner Haut passt. Ein Augenbrauengel, das ein absoluter Gamechanger für mich ist das Super Glue Brow Styling Gel von Catrice. Das habe ich bereits einmal aufgebraucht. Hier ist die fast leere Verpackung. Hier ist noch ein ganz kleiner Rest drin, der aber schon ein bisschen eklig aussieht. Deswegen zeige ich euch jetzt die neue Version davon in die Kamera. Und das Coole an diesem Gel ist nicht nur, dass es die Augenbrauenhärchen richtig, richtig gut fixieren kann, ohne zu goopy auszusehen, sondern dass auch das Bürstchen richtig, richtig klein ist. Wartet mal, ich versuche euch das mal kurz zu zeigen. So winzig ist dieses Bürstchen. Und damit kann man einfach wunderbar durch die Augenbrauenhärchen durchbürsten und sich die Härchen so legen, wie man sie möchte. Man muss sich ein bisschen beeilen, weil es doch relativ schnell antrocknet, aber sobald man das ein paar Mal ausprobiert hat, hat man den Dreh relativ schnell raus. Und zu guter Letzt noch ein Concealer, der wirklich, wirklich großartig ist und der auch noch relativ günstig ist. Also zumindest im Vergleich zu den Concealern, die ich bisher so ausprobiert habe. Ich habe nämlich schon einiges an Geld für Concealer ausgegeben, weil sie angeblich nicht in Fältchen reinkriechen sollen, weil sie nicht zu trocken sein sollen. Aber ich wurde wirklich sehr, sehr oft enttäuscht. Deswegen ja, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, 30 bis 40 Euro für einen Concealer zu blechen und dementsprechend freue ich mich einfach, dass ich den In Real Life Filter Finish Concealer von Revolution für mich entdeckt habe. Der ist so, so großartig. Er ist nicht zu deckend, er ist nicht zu trocken. Klar kriecht da ein bisschen in die Fältchen rein, je nachdem, wo man ihn verwendet und wie man ihn verteilt, weil das einfach Produkt ist, das auf die Haut aufgetragen wird und da die Haut sich ja auch irgendwie mitbewegt, ist es nur logisch, dass das Produkt dann auch in diesen kleinen Fältchen landet. Deswegen werde ich euch auch definitiv nicht sagen oder versprechen, dass er nicht in Fältchen kriecht, aber im Vergleich zu anderen Concealern, die ich ausprobiert habe, kriecht da deutlich weniger in Fältchen rein. Und das Finish ist sehr, sehr schön. Es ist relativ hautidentisch. Also ich habe den auch heute im Augenbereich drauf. Es ist nicht zu matt, es ist nicht zu trocken und für meinen doch eher trockenen Augenbereich perfekt geeignet. Das war's schon mit meinen aktuellen Skincare- und Make-up-Favoriten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr aktuell richtig gerne verwendet. Vielleicht lasse ich mich ja von der einen oder anderen Empfehlung inspirieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.